Über einen spaßigen Klettersteig geht es auf den 3000er Punta della Valletta zu grandiosem Panorama auf Mont Blanc, Matterhorn, Gran Paradiso und Grand Corbin. Willkommen bei Gipfelschluck, los geht's! Unsere Tour auf die Punta della Valletta beginnt in Pila auf gut 1800 Metern. Da wir uns Ende September in der Nebensaison befinden, entfällt die Option, mit dem Sessellift nach Ramollet aufzufahren und damit 500 Höhenmeter im Anstieg einzusparen. Nachdem sich die ersten 500 Höhenmeter auf den nicht allerschönsten Wegen im Skigebiet abgespielt haben, gelangen wir nach einer guten Stunde 20 auf einen Pfad, der in Richtung des Zwischenziels Col Zasesh führt. Auf diesem steilen, aber gut zu gehenden Pfad überwinden wir nun die fehlenden 500 Höhenmeter bis zum Zwischenziel des Col Zasesh auf 2815 Metern. Von hier aus bietet sich ein toller Blick in Richtung des Cognetals und dem darüber thronenden Gran Paradiso, aber auch dem etwas weiter entfernteren monumentalen Massiv des Mont Blanc. Auf einem steilen, mit Holzpfosten markierten Grasweg geht es nun zu einem Vorgipfel der Punta della Valletta auf knapp 3000 Metern, wo dann auch nach einer Gehzeit von gut 2 Stunden 45 der Klettersteig beginnt. Die Schwierigkeit des Klettersteigs auf die Punta della Valletta ist in der Skala nach Kurt Schall dem Schwierigkeitsgrad B zuzuordnen, wobei dies nur für einzelne Stellen zutrifft. Über weite Strecken bewegt man sich im Gelände des Schwierigkeitsgrads A. Nur gut 3 Kilometer Luftlinie entfernt von unserer Tour auf die Punta della Valletta gibt es einen weiteren interessanten Klettersteig. Dieser führt auf den mächtigen Aussichtsberg Monte Emilius 3559 Meter hoch. Für diese Tour ist eine massive Gesamtgehzeit von über 10 Stunden einzukalkulieren, davon allein 5 Stunden auf dem Klettersteig der Schwierigkeitsstufe D, sodass eine Aufteilung der Tour auf 2 Tage sinnvoll erscheint. Übernachtungen wären möglich im Rifugio Abolle oder im Biwak Federigo. Nach gut 1,25 Stunden auf dem Klettersteig und knapp 4 Stunden Gesamtgehzeit von Pila aus erreichen wir den Gipfel der Punta della Valletta. Das wunderbare Gipfelpanorama reicht vom Mont Blanc Massiv im Westen über den Grand Corbin im Norden, etwas weiter weg nordöstlich von uns das Matterhorn, in gleicher Richtung etwas näher der markante Monte Emilius und südlich von uns der Gran Paradiso. Zweifellos ist der 3090 Meter hohe Gipfel der Punta della Valletta ein grandioser Ort für einen Gipfelschluck, heute noch im Flachmann Grappa aus dem Aostatal. Zum Wohl! Der erste Wegabschnitt des Abstieges führt uns entlang des Nordgrates, gut 300 Höhenmeter bergab, bis zu einem Grasplateau kurz vor der Testa Nera. Auf diesem Teilstück gibt es einige steile Abschnitte auf losem Material, aber auch durch großes Blockwerk, sodass Trittsicherheit an den Tag gelegt werden sollte. Auf dem Grasplateau kurz vor der Testa Nera ist die Wegmarkierung aus unserer Sicht nicht ganz optimal. Hier muss man sich links halten, um die Markierung wiederzufinden, um auf einem steilen, aber gut zu gehenden Pfad in Richtung Ramollet abzusteigen. Von der Bergstation Ramollet des heute nicht fahrenden Sesselliftes geht es schließlich zu Fuß durch das Skigebiet zurück zum Startpunkt der Tour nach Pila. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, schaut gerne in weitere Videos auf meinem Kanal rein. Unter anderem könnt ihr dort weitere interessante Videos aus dem Aostatal entdecken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.